In diesem Video dreht sich alles um das Gießen der Tomatenpflanze. Dazu möchte ich dir folgende Fragen beantworten. Wie gieße ich meine Tomaten? Mit was gieße ich meine Tomaten? Wann gieße ich meine Tomaten? Und worauf muss man sonst noch so achten? Ja, wenn man Tomaten im Topf anbaut, muss man ganz besonders darauf achten, dass die Pflanzen gut gegossen werden. Mit gut meine ich nicht viel, sondern korrekt, so dass es der Pflanze gut geht. Wie gieße ich nun meine Tomaten? Also die wichtigste Grundregel beim Tomatengießen lautet, gieße nicht von oben. Die Blätter müssen immer trocken sein. Nasse Blätter schwächen die Pflanze und macht sie für Krankheiten empfänglich. Das ist absolut zu vermeiden. Somit gießt man Tomaten immer schön von unten direkt über der Erde. Dabei ist aber auch aufzupassen, dass der Strahl nicht zu stark ist. Denn aufspritzende Erde, die auf die Pflanze kommt, kann wiederum mit Pilzsporen kontaminiert sein und somit auf die Tomatenpflanze übergehen. Also stelle deinen Gartenschlauch, falls du einen auf dem Balkon hast, auf Minimum und gieße sehr behutsam. So, und jetzt, mit was gieße ich meine Tomaten? Ja, hier stellen sich zwei Fragen. Also mit welchen Hilfsmitteln gieße ich und was wäre gutes Wasser? Der vorher erwähnte Gartenschlauch ist für mich aktuell nicht die beste Lösung und das aus einem bestimmten Grund. Aus dem Gartenschlauch kommt nämlich normalerweise recht kaltes Wasser und kaltes Wasser an die Füße der Tomatenpflanze ist nicht gerade das, was sie liebt. Genauso fühlt es sich für die Pflanze an, wie auch bei uns Menschen. Wenn man auf kaltes Wasser trifft, kriegt man erstmal einen kurzen Kälteschock. Das bedeutet für die Pflanze Stress und Stress bedeutet, dass die Pflanze geschwächt wird. Dies wiederum schwächt ihre Abwehrkraft gegen anderes. Und das wollen wir ja unbedingt vermeiden. Um Tomaten optimal zu gießen, nehme ich lauwarmes Leitungswasser und am besten mit einer kleinen Gießkanne. Denn mit der komme ich besser an die Pflanze unten ran, ohne sie sonst noch nass zu machen. Klar, wenn du 100 Pflanzen hast, wäre das extrem mühsam, aber in der Regel hat man das ja nicht. Die zweite Möglichkeit wäre, man nimmt eine große Gießkanne und füllt sie mit kaltem Wasser auf und lässt sie dann in der Sonne einfach stehen, damit erwärmt sich dann auch das Wasser. Des Weiteren muss ich aber auch sagen, Leitungswasser ist jetzt nicht die optimale Art, um Tomaten zu gießen. Besser wäre sicherlich gesammeltes Regenwasser. Das entspricht eher dem, was die Pflanze gern hätte. Jedoch auf dem Balkon sehr schwierig umzusetzen. Und dann gebe ich zwischendurch ja auch nochmal Brennnesselsud ins Gießwasser. Aber dazu gibt es ja schon ein anderes Video. So, und jetzt zur Frage, wann und wie oft gieße ich Tomaten? Man würde es kaum glauben, aber auch der Zeitpunkt des Gießens ist wichtig. Wenn möglich, mache ich das in den Morgenstunden oder am frühen Vormittag. Gerade im Sommer, wenn es heiß ist, braucht die Pflanze reichlich Wasser über den ganzen Tag. Sollte der Pflanztopf am Abend sehr ausgetrocknet sein, dann gieße ich noch ein bisschen nach. Aber da bitte nicht zu viel, denn nachts verdunstet natürlich das Wasser weniger. Für mich spielt aber auch das Wetter und die Jahreszeit eine große Rolle. Im Frühling kann oft das Gießen für 4 Tage ausreichen, denn die Verdunstung ist minimal. Wer im Frühling bei recht kühlen Temperaturen jeden Tag gießt, der schadet seiner Pflanze eher, als dass er ihr was Gutes tut. Das gleiche gilt für den Herbst oder eben an kühleren Tagen. Außerdem solltest du auch das Wetter beachten, denn herrscht durch Regen eine hohe Luftfeuchtigkeit, verdunstet das Wasser sehr langsam und dann brauchen wir auch nicht zu gießen, sofern die Erde leicht feucht ist. Genau hier entstehen oft Probleme mit der sogenannten Blütenendfäule, aber das ist noch ein anderes Thema. So, und worauf muss ich nun im Allgemeinen noch achten? Ja, im Allgemeinen sollte man natürlich auch Staunässe vermeiden. Auf dem Balkon nimmt man ja gerne einen Topfuntersetzer, aber wenn möglich, wäre es gut, diesen wegzulassen, damit sich kein Wasser in diesem ansammelt. Wenn man sie doch verwendet, dann darauf achten, dass die Tomaten nicht im Wasserbad stehen. Stehendes Wasser lockt zudem auch Insekten an, die wir nicht so gerne haben. Aus diesem Grund sollte man eigentlich auch immer im Topf eine Drainageschicht einfügen, aber dazu kommen wir in weiteren Videos. Ja, und jetzt hoffe ich, mit diesen Tipps konnte ich dir bei dem Tomatenpflanzengießen auf jeden Fall helfen. Solltest du noch weitere Fragen haben, weißt du ja, kannst du mich jederzeit über E-Mail anschreiben. Bis bald!